Ist das hier deine letzte Inkarnation? Es gibt einige ganz klassische Anzeichen, woran man erkennt, dass jemand sich in den letzten Zügen seiner Körperlichkeit befindet. Das hier in diesem Video, das ist wirklich was ganz Neues, was ich dir gleich erzähle, quasi eine Premiere. Und ich glaube, das hast du so bestimmt noch nie ganz gehört. Und da hat, glaube ich, auch noch keiner so wirklich drauf geguckt. Und ich bin schon ganz gespannt, wie viele andere dann auch anfangen, Videos darüber zu machen oder darüber zu schreiben oder zu sprechen. Aber das ist auch gut so, weil wichtiges Thema. Ja, linear betrachtet wählen viele Seelen auf der Erde irgendwann den Weg, dass sie nicht mehr inkarnieren, ne? Dass sie dann auf den höher schwingenden Ebenen der Erde quasi weiterlernen und ihren Weg dort weitergehen oder die Erde sogar verlassen. Der Tod ist nicht das Ende, wir sind auch noch da, wenn der Körper nicht mehr lebensfähig ist, es geht also weiter. Der Tod ist einfach dann das Zurücklassen dieses Körpers, um eben ohne Körper weiterzulernen. Und die allermeisten nutzen hier auf der Erde viele, viele Körper, viele Menschenleben sozusagen, um sich hier zurechtzufinden und um sich dann schließlich selbst zu finden, ihr selbst wiederzufinden. Das verliert man erstmal hier, die Erinnerung daran, und dann geht es darum, das wiederzufinden. Sich quasi ganz zu machen und sich ganz zu erleben als Mensch, ja, durch das Menschsein sozusagen. Auf der Erde ist es auch so, dass das wirklich wichtige Lernen, dass das nur verkörpert so wirklich wichtig ist. So die wirklich wichtigen, großen Erkenntnisse kann man nur verkörpert quasi erhalten, erreichen. Und da werden dann quasi die entscheidenden Erfahrungen gemacht. Daher wählen viele Seelen oder in der Regel eigentlich alle, sie immer wieder körperlich auf die Welt zu kommen, weil da das richtig große Lernen stattfindet. Aber irgendwann kommt dann eben so der Zeitpunkt, wo diese große Reise dann einfach anders weitergeht oder wo anders weitergeht. Okay, ich erkläre dir jetzt hier gleich 3 ganz, ich würde sagen, klassische Anzeichen und noch 4 weitere Anzeichen. Und wenn diese alle wirklich deutlich bei dir auftreten, dann ist es äußerst wahrscheinlich, dass das hier jetzt deine letzte Verkörperung ist oder eine der letzten. Das kann auch sein. Auf jeden Fall in den letzten Zügen. Ja. Okay, das erste Anzeichen. Du kommst auf die Welt und schon in deiner Kindheit spürst du deutlich so ein Gefühl von, ich bin hier nur auf der Durchreise. Und ebenfalls schleicht sich immer wieder so seit deiner Kindheit so ein tiefes Gefühl ein von, das hier ist alles gar nicht so wichtig, wie alle tun. Das ist ein großes, wichtiges, klassisches Anzeichen dafür, dass du in den letzten Zügen deiner Verkörperung bist. Ein zweites Anzeichen, Klassiker. Dein Leben, also dein jetziges Leben, wirkt teilweise so wie so ein Crashkurs für die wichtigsten Menschheitserfahrungen. So als würdest du alle archetypischen Situationen und Rollen und Konstellationen irgendwie nochmal durchgehen. Manche tiefer, manche nur oberflächlich, manche nur so ein bisschen, manche länger, manche kürzer. Einfach um zu schauen, dass du wirklich so das Wichtigste hier kapiert hast. Das Wichtigste des Menschseins sozusagen. So als hättest du ein Buch geschrieben, das Lektorat ist auch schon geschehen und jetzt liest du einfach nochmal drüber, so zum Gucken, ob alles passt. Und wenn dir was auffällt, dann gehst du da nochmal tiefer rein an der entsprechenden Stelle. So, ne, wie so ein Crashkurs. Das dritte Anzeichen, auch wichtig, groß. Das scheint sich dann so in der zweiten Lebenshälfte deines Lebens, scheint sich so alles gut zu fügen. Ja, als würde alles, was du in der ersten Lebenshälfte gemacht hast, da war es vielleicht ein bisschen chaotisch, du wusstest nicht genau wie, aber du machst, aber dann fügt sich alles irgendwie ganz gut. Alles ergibt irgendwie Sinn und es wirkt so, als sei irgendwie alles Wichtige dann erledigt. Manchmal kann es auch im dritten Drittel des Lebens sein, ja, aber so ab der zweiten Hälfte des Lebens. Das ist ja beim einen früher und manchmal dann später. Manchmal weiß man auch nicht, wie lange das ist, aber so circa, ja. Und natürlich gibt es dann immer noch was zu tun und Herausforderungen und das Lernen geht weiter, ja. Es ist halt so. Aber da fügt sich so ein großes Ganzes zusammen, so als würdest du jetzt langsam das Bild erkennen, was du da ein Leben lang irgendwie zusammengepuzzelt hast. Und jetzt siehst du langsam, das ist das Bild auf dem Puzzle. Ja, davor puzzelst du einfach wild durcheinander und dann ergibt das Sinn. Jetzt verstehe ich, warum das Leben so und so ist. Ja.
Ein viertes Anzeichen. Du verlierst langsam das Interesse an den Dingen, die alle um dich herum für so wichtig halten und so ernst nehmen und teilweise so verbissen und so darauf beharren. Die meisten Menschen wollen zum Beispiel irgendwas im Leben bewirken oder irgendwas hinterlassen oder jemand Besonderes sein oder einfach nur gucken einfach nur auf sich, so ganz egoistisch. Ich will, dass ich reich bin, dass ich habe, was ich will, alle anderen sind mir egal. So, ja? Also dieses so wichtig nehmen von diesen Sachen. Aber bei dir kommt dann im Laufe deines Lebens das Gefühl, dass du das alles nicht mehr so brauchst. Aber nicht aus dem Trotz. Ne? Manche sagen auch, aus dem Trotz, ne? Gegen andere, ich bin nicht so, sondern so aus einem tiefen Gefühl der Ruhe und der Liebe heraus. Wirklich aus so einem freien Gefühl heraus. Ganz tief merkst du so, das brauchst du einfach nicht mehr. Ja? Auch wenn du sowas hast, du brauchst es nicht. So, ja? Alles ist getan. Du machst halt jetzt noch ein bisschen weiter und schaust, dass es dir einfach noch gut geht und den Leuten, die du magst. Ja. 5. Anzeichen. Du entwickelst im Laufe deines Lebens so den Blick für das große Ganze. Ja, du verstehst immer mehr die Essenz des Menschseins und des Lebens auf der Erde. Dir werden so die großen Zusammenhänge, wirklich so diese Essenzen, sagen wir, das Wesentliche, immer wichtiger und die Details im Alltag sind oft eher so vielleicht ein bisschen nervig oder du empfindest das als Ablenkung oder bist einfach froh, wenn andere sich darum kümmern, ja, damit du dich auf das fokussieren kannst, was wirklich wichtig ist. 6. Anzeichen. Du triffst immer wieder Menschen, die auch an dieser Stelle sind, also in den letzten Zügen, so wie du. Du triffst vermehrt also ältere Seelen, wirklich reife und auch geheilte Menschen, die auch nicht mehr so an diesem Gesellschaftshassel teilhaben, sondern auch auf das Wesentliche blicken. Ja, gucken, was ist wirklich wichtig. Worum geht es eigentlich wirklich in der Essenz, im großen Ganzen? Ja? Solche Leute fühlen sich dann von dir angezogen und du fühlst dich auch wohl bei denen, weil du genau spürst, dass ihr fein miteinander seid. Ja? Ihr könnt gut zusammenarbeiten, ihr könnt auch gut euch in der Tiefe so sein lassen, wie ihr seid. Ja? Und du kannst dich auch gut fallen lassen bei solchen Menschen, so richtig tief und dich wohlfühlen, dich aufgehoben fühlen. So, und das 7. Zeichen, es kann sein, dass du in den letzten Zügen deiner Verkörperung sozusagen noch eine wichtige Sache hier implementierst auf der Erde. Ne? Nicht, weil du das unbedingt willst oder weil du hier irgendwie ein Erbe hinterlassen möchtest. Ne? So. Nein, einfach, weil es dein Wesen ist und weil es irgendwie zu deinem Seelenplan noch dazu gehört. Also das, was du im Leben tust, ist dann wie ein Meisterwerk, das du jetzt einfach zum Abschluss bringst. Ja? Und stell dir vor, so deine Weisheit und Magie aus unzähligen Leben, ja, kommen zusammen, jetzt in einem einzigen Leben oder in den letzten Leben. Und da entsteht was, das einfach deutlich Auswirkung hat. Es muss nicht immer was Großes sein, aber es ist deutlich, ja, deutlich sichtbar. Achtung, noch was Wichtiges, oft ist es so, dass es sich bei sehr jungen Seelen sich ähnlich anfühlt wie bei ganz alten Seelen. Der Unterschied ist immer der, dass es bei jungen Seelen an Tiefe fehlt und an so einem inneren Gefestigtsein fehlt. Bei älteren Seelen ist da ganz tief drin eine immens starke Basis und eine Kraft, die wirkt, egal wie es dem Menschen im Alltag gerade geht. Da ist so diese innere Gewissheit von alles ist ständig und immer in Ordnung. Ja, es geht alles einfach gut. Ja, ich hoffe, das war spannend für dich. Teile sehr gern dieses Video mit ganz vielen anderen Menschen. Danke dir und bis bald.